Filmo. Filmfakten. 20 untödliche Schüsse, eine verweigerte Qualitätsprämie, Nazispionage und die St. Galler Villa Wahnsinn. Heute in 5 Filmfakten über die Erschießung des Landesverräters Ernst S. 1976 wird an den Solothurner Filmtagen ein Dokumentarfilm uraufgeführt, der die Schweiz erschüttert und über Jahre beschäftigt. Die Erschießung des Landesverräters Ernst S. von Richard Dindo, nach dem Buch von Niklaus Meyenberg. Die Hauptfigur des Films, Ernst S., war 1942 verhaftet, wegen Verletzung militärischer Geheimnisse angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt worden. Der Film erzählt mit einer Distanz von über 30 Jahren das traurige Schicksal seines Lebens. Als einer von 17 sogenannten Landesverrätern wird er in einer Novembernacht 1942 hingerichtet. Von seinen eigenen Soldatenkameraden. Keiner der 20 Schüsse war tödlich, was den Oberstleutnant dazu zwang, den Todesschuss aus nächster Nähe abzugeben. Ernst will die Augen verbunden haben. Er war apathisch, hat keine Antwort bekommen, folgedessen haben die Augen verbunden. Bis zu seiner Hinrichtung 1942 war die Biografie von Ernst S. eine Geschichte von Konflikten mit Behörden, Vormundschaft, Erziehungsanstalt und Militär. Zuletzt sei der Ernst, so berichtet ein alter Bekannter, halt naiv gewesen und habe einem deutschen Agenten Skizzen der Artillerie und Bunkerstellungen ausgehändigt. Er hat die Sache so leicht genommen. Er hat auf öffentlichen Straßenplätzen erzählt, so, wie wenn wir eine Ware anbieten, wenn ein Straßenverkäufer. Das alles für ein paar lächerliche Schweizer Franken und die Aussicht, ab und zu in der Villa Wahnsinn, dem deutschen Konsulat am noblen St. Galler Rosenberg, zu verkehren. Dem damals 23-jährigen Soldaten wurde zudem vorgeworfen, aus einem unbewachten Munitionsdepot der Armee eine Panzer- und 4 Artilleriegranaten gestohlen zu haben. Für dieses Vergehen forderte der Staatsanwalt Dr. Karl Eberle die Höchststrafe. Gleichzeitig sollte damit ein Exempel statuiert werden, wie es im Film mehrmals und erstaunlich offen von allen Seiten eingestanden wird. Mir war absolut entschlossen, Schritte zu ergreifen, um sogenannte Exempel zu statuieren. Damit sie dem Volk zeigen, dass sie etwas machen gegen Nazi, haben sie ein paar verschiessen. Und wer muss erheben für das Exempel von diesen 200? Ist kein dran gekommen. Aber die armen Kerle, die hier im Dienst dumme Sachen gemacht haben und böse Sachen, die sind dran gekommen. Wer statuierte ein Exempel an wem? Für die Filmemacher scheint klar, der kleine, das heißt der wehrlose Arbeiter, wurde hier den großen, das heißt der bürgerlichen Elite, geopfert. Der Dokumentarfilm lebt von den erzählenden Zeitzeugen und den minutiösen Recherchen. Basis der Geschichte ist eine Reportage von Niklaus Meyenberg, dem ebenso furchtlosen wie gefürchteten St. Galler Journalisten, Schriftsteller und Historiker. Meyenberg führt den Zuschauer als Erzähler im Off des Films durch die Investigation und ordnet die Aussagen der Protagonisten ein. Er ist zusammen mit dem Filmemacher Richard Dindo im Film auch zu sehen. So bekommt der Zuschauer direkten Einblick in die journalistische Arbeit. Raffiniert ist auch Dindos Wahl, den damals angesehensten Schweizer Historiker Edgar Bonjour auftreten zu lassen. Von ihm stammen denn auch die Aussagen, Ernst S. habe zu den Randgestalten des Schweizertums gehört und es sei halt so. Da würde ich nur sagen, das ist wie immer so, der Kleiner hängt eher als der Größere. Sinngemäß, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Die Erschießung des Landesverräters Ernst S. war ein Ereignis im Schweizer Film, weil er ein echtes Tabuthema aufgriff, den Umgang der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs mit ihren eigenen Soldaten.
Gleichzeitig stellte er sehr unangenehme Fragen zu den Politikern und hohen Vertretern des Militärs, deren Sympathien und Unterstützungen für den Faschismus stillschweigend toleriert wurden. Ernst S. ist kein Kuriosum. Er ist auch keine Antiquität. Er ist die Lackmusprobe. Er zwingt die Gesellschaft, Farbe zu bekennen. Er macht Strukturen sichtbar. Die klare Positionierung der Filmemacher brachte dem Film viel Aufmerksamkeit und Kritik ein. Der Sonderpreis der Internationalen Filmwoche in Mannheim lobte ein Werk, das diejenigen unterstütze, die nie die Macht besaßen, und diejenigen benenne, die an der Macht waren. Doch diese Anerkennung wurde nicht überall gern gesehen. Ende 1976 wird der Film definitiv zum Politikum. Der damalige Bundesrat Hans Hürlimann sowie der Erziehungsdirektor Alfred Gilgen verhinderten maßgeblich, dass der Film in der Schweiz mit der Qualitätsprämie von 35.000 Franken ausgezeichnet wurde. Und das, obwohl die Expertenkommission mit 13:1 Stimmen dafür votiert hatte. In der Filmförderung des Bundes ist dies ein bis heute einzigartiges Ereignis. In einem 18-seitigen Plädoyer wehrte sich Richard Dindo gegen die, wie er schreibt, in filmischen Dingen absolut inkompetenten und in moralischer und politischer Beziehung doch ziemlich fragwürdigen Erklärungen und konfusen Behauptungen aus dem Brief des Bundesrats. Daraufhin schaute sich der Gesamtbundesrat den Film in einer Privatvorführung an und stimmte über die Auszahlung der Qualitätsprämie ab. Gemäß Quellen von Richard Dindo sollen 6 Bundesräte dagegen und nur einer, der Sozialdemokrat Willy Richard, dafür gestimmt haben. 1978 wird die Prämie wegen im Detail unseriöser Dokumentation definitiv verweigert. Erst 3 Jahre nach Erscheinen des Films bekam Niklaus Meyenberg die offizielle Erlaubnis zur Akteneinsicht im Fall Ernst S. Die Einsicht war ihm jahrelang wegen Geheimhaltung verweigert worden. In Wirklichkeit hatte er jedoch schon 1973 einige Dossiers einsehen können, unter der Bedingung, nicht zu verraten, dass man ihm im Militärdepartement die Akten gezeigt hatte. Meyenberg bemerkte dazu suffisant: Heiße Akten darf man in der Schweiz sehen, wenn man einen nicht so heißen, das heißt harmlosen Eindruck macht. Und wenn man den Aktenverwaltern sympathisch ist, da wird dann Handgelenk mal Pi entschieden. Eine heiße Akte ist auch das psychiatrische Gutachten über Ernst S., das von einem Dr. Pfister verfasst wurde und im Film mehrfach zitiert wird. Vor seiner Verurteilung zum Tod führte Dr. Pfister zur wissenschaftlichen Untermauerung einen Rorschach-Test mit Ernst S. durch. Was der Rorschach-Test bei Ernst S. eindeutig zutage förderte, war Hang zum Vagantentum, oppositionelle Tendenzen, neurotisch verdrängte Konflikte und Farbenschock. Die farbigen Tafeln erinnerten ihn an etwas Unheimliches. Namentlich das Orangerot bezeichnet er in hysterisch anmutender Weise als grausig, wie eitrig, es friere ihn beim Anblick. Denn immer komme ihm Blut in den Sinn oder er müsse sich an zerfetzte Wundränder erinnern. Der Film wirkt nicht nur der politischen, sondern auch der medizinischen Verurteilung entgegen. Die Recherchen von Meyenberg und Dindo zeichnen ein anderes Bild. Das eines lebenslustigen und musikalisch interessierten Ernst S. Auch nicht viel verdient, kennen Sie. Fürs Erste hat jeder Rapper, den er verdient hat, hat er für seine Gesangsstunde gegeben. Also ganz ein ordentlicher Boy, kein Boss gewesen. Die Ansichten der Filmemacher und des Psychiaters kollidieren in der Szene, in der von Ernst S. Lebenswandel als Jugendlicher die Rede ist. Ernst wollte das Leben genießen, floh die Fabrikarbeit, schlenderte umher und wenn er nicht gerade im Militär war, flanierte er mit seiner Freundin der Sitter entlang,
schwamm mit ihr nackt im Fluss und im Ufergesträuch sollen sie sich geliebt haben. In Dr. Pfisters Sprache heißt das: Während eines Urlaubs hat S. gegenüber einem 16-jährigen Mädchen auf einem Badeplatz an der Sitter einen Schändungsversuch unternommen. In seiner Reportage kommt Meienberg zum Schluss, dass Ernst S. einfach leben und sich nicht ohne weiteres verwursten lassen wollte. Das war möglicherweise fatal im Milieu einer katholischen Moral. Meienbergs sarkastisches Fazit: Mit dem Onanieren fängt es an, mit dem Landesverrat hört es auf. Im Film mehrfach zu sehen ist die sogenannte Villa Wahnsinn am St. Galler Rosenberg. In dieser geschichtsträchtigen Immobilie soll Ernst S. den vermeintlichen Landesverrat begangen haben. Die Villa Wahnsinn wurde 1904 erbaut. 1938 zog das deutsche Konsulat ein und richtete eine Funk- und Spionagezentrale für die Ostschweiz ein. Hier liefen die Kontrollfäden des Dritten Reichs zusammen. Nazis und Spitzel gingen hier ein und aus. Nach Kriegsende, am 8. Mai 1945, wurde das Konsulat, wie alle anderen diplomatischen deutschen Niederlassungen, geschlossen. Der überdimensionale Reichsadler wurde abmontiert und lagert heute im Staatsarchiv. Seither erlebte die denkmalgeschützte Villa 7 Besitzerwechsel. Ernst S. wollte höher hinaus, wie es im Film heißt. Er wollte ein künstlerisches Bohemienleben führen. Dass er ausgerechnet in den Höhen der Stadt in einer Jugendstilvilla ins Verderben lief, ist vielleicht der eigentliche Wahnsinn seiner Geschichte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch